Hey, German learners! Today, Lisa, Tim, and Rafi are going for shopping. Follow along as they walk through the supermarket, pick out items, and talk to the cashier. You'll learn useful German words and phrases for shopping along the way. Oh nein, Tim, die Milch ist leer. Stimmt. Und ich sehe auch keine Zwiebeln mehr. Haben wir noch Tomaten? Nur eine. Wir brauchen mehr für das Abendessen. Was brauchen wir? Wir brauchen Milch, Zwiebeln, Tomaten. Brot, vielleicht auch Käse. Milch kenne ich. Und Zwiebel ist. Zwiebel ist Union. Okay. Und Tomate ist klar. Käse, das ist Käse, oder? Genau. Du lernst schnell, Rafi. Danke. Wir gehen jetzt einkaufen? Ja, komm, wir gehen zusammen. Du lernst heute viele neue Wörter. Rafi, gehst du oft einkaufen? In meiner Heimat, meine Mutter kauft ein. Ich nur manchmal. Und hier in Deutschland? Jetzt öfter. Ich will lernen. Sprache und Essen. Deutsche Lebensmittel sind neu für mich. Das ist eine gute Idee. Einkaufen ist perfekt zum Lernen. Im Supermarkt gibt es viele Wörter zu lernen. Ich mag Obst, Äpfel, Bananen und ich liebe Mango. Mango ist lecker. Gibt es viele Mangos in deinem Land? Ja, sehr viele. Frisch und süß. Dort sind sie günstiger als hier. Hier sind wir, das Gemüse. Gemüse heißt Vegetable. Gemüse. Okay. Was ist das? Das Orangegemüse? Das sind Karotten. Oder man sagt auch Möhren. Karotten, Möhren, Orange. Lang. Ich kenne die. Und das ist Brokkoli. Grün, wie ein kleiner Baum. Brokkoli. Fast gleich in meiner Sprache. Und das daneben? Das ist Blumenkohl-Cauliflower. Sieht aus wie Brokkoli, aber weiß. Blumenkohl und Blume ist Flor, oder? Genau. Sehr gut kombiniert. Und hier Gurken. Lang und grün. Gurke, Kukumba, Genau. Und das rote dort? Paprika, Super. Es gibt rote, gelbe und grüne Paprika. Welche Farbe magst du am liebsten? ich nehme eine rote. Schön bunt. Jetzt kommt das Obst, also Fruit. Hier sind Bananen, Äpfel, Birnen, Orangen. Ich liebe Bananen. Und das? Klein rund rot? Das sind Weintrauben, Grapes. Es gibt rote und grüne. Weintrauben. Rot und grün? Ja. Die grünen sind oft süßer. Ich nehme grüne Weintrauben. Und Mango? Gibt es Mango? Lass mich sehen. Ja, hier ist die Mango. Endlich. Mango in Deutschland, aber so teuer. Ja, leider. Mangos werden importiert. Deshalb sind sie teuer. Man legt das Obst auf die Waage, drückt auf die Nummer. Hier, 4 für Äpfel, und dann kommt ein Aufkleber. Oh, interessant. Das ist praktisch, oder? So muss die Kassiererin nicht alles wiegen. So, jetzt brauchen wir Milch. Welche willst du, Rafi? Was gibt es? Vollmilch, means Whole Milk.
Und fettarme Milch means low fat. Haarmilch lange haltbar. Was heißt fettarm? Weniger Fett. Nicht so cremig. Und Haarmilch ist länger haltbar. Was bedeutet haltbar? Haltbar bedeutet, wie lange du es aufbewahren kannst. Shelf Life oder Expiration Date. Ah, verstehe. Ich nehme Vollmilch. Die schmeckt besser, oder? Ich finde schon. Viele Deutsche trinken aber fettarme Milch. Und jetzt Eier. Wir brauchen Eier für das Rührei. Was ist Rührei nochmal? Rührei ist Scrambled Eggs, Eier in der Pfanne, gerührt. Lecker. In meinem Land essen wir oft Rührei zum Frühstück. Und Käse. So viele Sorten. Das ist Gouda, Emmentaler, Camembert, Frischkäse. Ich probiere Gouda. Jetzt sind wir in der Bäckerei, means Bakery. Es riecht gut. Hier gibt es viele Brotsorten. Roggenbrot, Vollkornbrot, Weißbrot. Was ist Vollkorn? Whole Grain. Gesund und lecker. Ich nehme ein kleines Vollkornbrot. Und diese kleinen Brote? Das sind Brötchen. Britrolls. Hier ist ein Mohnbrötchen mit kleinen schwarzen Körnern. Mohnbrötchen? Ja. Oder Sesambrötchen mit weißen Körnern. Was kosten sie? 35 Cent pro Stück. Das ist günstig. Ja. Brot ist in Deutschland oft günstig und sehr gut. Hallo. Was darf ich Ihnen geben? Hallo. Wir hätten gerne ein kleines Vollkornbrot und 4 Mohnbrötchen. Gerne. Sonst noch etwas? Nein, danke. Das ist alles. Oh, ich wollte noch Schokolade. Schokolade. Das verstehe ich. Schokolade versteht jeder. Welche magst du, Rafi? Mit Nüssen? Mit Früchten? Was sind Nüsse? Nüsse sind Nuts, Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse. Ich mag Schokolade mit Haselnüssen. Ich auch. Dann nehmen wir diese hier. Und was sind das für bunte Packungen? Das sind Gummibärchen, means Gummibiers. Sehr beliebt in Deutschland. Gummibärchen für Kinder? Nicht nur. Auch Erwachsene essen gerne Gummibärchen. Wirklich? Dann probiere ich auch. Brauchen wir etwas zu trinken? Vielleicht Wasser, Saft? Was ist das? Hier Apfelsaft, Apple Juice. Orangensaft, Orange Juice. Mineralwasser. Ich nehme Orangensaft. Ist das süß? Ja, meistens. Magst du mit oder ohne Kohlensäure? Was ist Kohlensäure? Bubbles. Mit Kohlensäure gleich Sparkling. Ohne gleich still. Ah, ohne bitte. In Deutschland trinken alle Wasser mit Kohlensäure? Viele Deutsche mögen Wasser mit Kohlensäure. Aber nicht alle. Ich mag lieber Wasser ohne Kohlensäure. Ich auch. Wasser mit Kohlensäure brennt im Mund. Genau. Es prickelt. Aber ich mag das. Was ist das? So bunt? Das sind Limonaden, Limonades. Mit viel Zucker. Apfelschorle ist gesünder. Apfelsaft mit Wasser gemischt. Apfelschorle. Das klingt interessant. Wie sagt man Schlange stehen? In der Schlange stehen oder anstehen.
Anstehen. Okay. Guten Tag. Haben Sie alles gefunden? Ja, danke schön. Haben Sie eine Kundenkarte? Nein, leider nicht. Was ist eine Kundenkarte? Eine Karte für Rabatte, Means, Discounts. Für Stammkunden. Das macht 32,60 €. Mit Karte, bitte. Gerne. Stecken Sie die Karte ein und geben Sie Ihre PIN ein. Möchten Sie einen Bon? Ja, bitte. So, bitteschön. Einen schönen Tag noch. Danke, gleichfalls. Gleichfalls. Und, Rafi, wie war dein Einkauf? Super. Ich habe viele neue Wörter gelernt. Was hast du gelernt? Brokkoli, Gurke, Paprika, Käse, Mohnbrötchen, Fettarm, Kohlensäure, Anstehen, Bon. Wow, das ist viel. Du bist ein guter Schüler. Und ihr habt langsam gesprochen. Das war sehr gut. Du machst gute Fortschritte. Bald sprichst du fließend Deutsch. Danke. Einkaufen und lernen. Das macht Spaß. Besonders mit Freunden, oder? Ja, Freunde und Essen, perfekt zum Deutschlernen. Und jetzt kochen wir zusammen. Dann lernst du noch mehr Wörter. Kochen auf Deutsch. Meine nächste Lektion. Now, we'll learn 15 essential German words from our supermarket story. Die Möhren, der Blumenkohl, die Weintrauben, die Gurke, das Mohnbrötchen, der Pfand, die Schorle, der Bon, wiegen, anstehen, prickeln, aufbewahren, fettarm, haltbar, süß-sauer. Great job, dear German learners. Rafi learned a lot, and hopefully you did too. What was your favorite word? Write it in the comments. If you liked the video, leave a like and subscribe for more stories to learn German. Until next time, bye.